Wir waren gerade eine Woche lang in dem thailändischen Inselparadies schlechthin auf Koh Samui. Im Vorfeld haben uns allerdings einige Reisende davon abgeraten, überhaupt hinzufahren, weil sie gesagt haben, es ist zu voll, zu überlaufen und ehrlicherweise auch einfach zu teuer für Low-Budget-Backpacker-Reisen. Ob es uns gelungen ist, da trotzdem Unterkünfte zu finden, die schön gelegen sind, ein bisschen abseits der Massen und bezahlbar, das seht ihr hier in diesem Video. Und natürlich auch, wie wir überhaupt hingekommen sind, was es alles so gekostet hat, was wir dann gemacht haben in der Woche auf der Insel und wie unser Fazit ganz insgesamt ist. Also, viel Spaß und auf nach Koh Samui! So wie die meisten unserer Reisen haben wir auch diese hier über die Internetseite Want2Go Asia gebucht. Und ihr seht schon, wir haben uns da für die billigste und auch schnellste Variante entschieden, mit dem Nachtbus von Bangkok bis nach Koh Samui. Da fährt man 14 Stunden so ungefähr und das war durchaus spannend. Von Bangkok aus ging's los in so einem super fancy Reisebus. Da seht ihr schon, der tatsächlich auch vernünftig bequem war, so wie das halt so sein kann in so einem Doppelstockbus, mit dem man über Nacht unterwegs ist. Und es ist unfassbar, was da für eine Flotte an Bussen jeden Tag und jede Nacht durchs Land fährt. Also ihr seht das hier an der Raststätte, da steht echt einer neben dem anderen. Dann sind wir morgens umgestiegen in einen Zubringerbus bis zum Fährhafen und da haben wir dann nur noch den Platz hinterm Fahrer in der eigentlichen Schlafkabine ergattert, zu dritt. Das war eine Erfahrung, aber auch total spannend. Ja, und dann waren wir in Don Sac am Fährhafen, hatten da noch kurz Aufenthalt und sind dann zu 9 Uhr auf die Fähre gegangen. Angekommen auf der Insel konnten wir dann tatsächlich zu Fuß zu unserem Hostel laufen, denn das ist ganz in der Nähe vom Natrona Pier, an dem sowieso auch alle Fähren anlegen. Also das sind nur ein paar 100 Meter und wir hatten Glück, denn wir sind noch genau vorm Regen angekommen. Guckt euch das mal an, aber so ist es gelegen. Also das ist der Blick vom gemeinsamen Aufenthaltsbereich für alle Gäste. Und da ist das Wasser so dicht dran. Ja, und das war jetzt unser Zimmer. Mit diesem Ausblick. Abends haben die Frauen aus der Nachbarschaft am Strand Muscheln ausgegraben, die da von der Flut zurückgelassen worden sind, zum Abendbrot. Das fand ich total spannend. Das haben mir die Frauen erzählt und die Kinder haben da gespielt und haben mitgeholfen. Ja, und dann war der erste Tag auch schon mit diesem Sonnenuntergang hier zu Ende. Follow me out down to the bay. Forget all the worries when you're with me. Let every wave
Ja, wir wollten uns natürlich auch noch den Rest der Insel anschauen und sind dann mit unserem gemieteten Scooter für 300 Baht am Tag einmal in den Norden der Insel gefahren und haben uns da so verschiedene Orte und Strände angeschaut und auch einmal zum Lamai Beach weiter im Südosten. Und es ist schon eine andere Welt als jetzt im Westen, wo unser Hostel ist. Also es ist deutlich mehr los, es ist deutlich voller. Man sieht schon, dass da auch 'ne ganze Menge mehr Verkehr ist. Man hat natürlich dann aber auch so die entsprechende Infrastruktur. Also, am Lamai Beach gibt's dann auch 'nen McDonald's, wenn man das möchte. Und ja, so eine ganze Menge mehr Trubel. Die Strände fanden wir schön, also ohne Frage. Der Lamai Beach ist wirklich total schön und es gibt da mehr Wellen, das muss man fairerweise sagen. Also zum Baden und zum Schwimmen sind die sicherlich schöner als jetzt so die Strände an der Westküste, aber sie waren natürlich schon auch deutlich voller. Also da gab es doch eine ganze Menge Menschen und Strandliegen und Trubel, aber man kommt dann da natürlich auch schneller auf einen Nachtmarkt, um vielleicht noch sich ein bisschen Streetfood zu holen zum Abendbrot oder aber auch einen Cocktail. Weil wir die Gegend um unser Hostel so schön fanden, haben wir uns dann aber aufgemacht und die Strände bei uns ganz in der Nähe angeschaut. Und jetzt guckt mal, wie schön die sind und vor allem auch, wie menschenleer. Also, zugegeben, man kann da vielleicht nicht ganz so toll schwimmen, aber wenn ihr einfach an einem schönen Strand sitzen oder liegen wollt, eure Ruhe haben, ein Buch lesen und eine traumhafte Aussicht genießen, dann seid ihr da auf alle Fälle genau richtig. Bevor wir in unsere nächste Unterkunft gefahren sind, haben wir uns an der Straße, an den Obst- und Gemüseständen noch so ein bisschen was Frisches besorgt, denn wir sind da ein ganzes Stückchen mit unserem Scooter in die Berge hochgefahren. Die zweite Unterkunft, in der wir waren, ist nämlich eine kleine Campinganlage im Dschungel, ziemlich weit oben in den Bergen. Die nennt sich SZ Samui Glamping. Und um dahin zu kommen, ist es dann das letzte Stückchen so steil, dass wir da auch nicht mehr mit unserem Roller hinkommen konnten. Ja, und dann gibt's da 7 so ganz einfache kleine Hütten. Ihr seht die hier, die jetzt nicht besonders viel Komfort bieten. Es gibt auch ein Gemeinschaftsbad, also kein eigenes für jede Hütte. Aber du meine Güte, die Aussicht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Okay, bevor wir hier nochmal der Blick in diese total großartige Glampinghütte eingezogen sind, haben wir vorhin noch mal ein bisschen Obst eingekauft. Und ich dachte, ich zeige euch einfach mal die Sachen, die es hier so gibt. Also es gibt natürlich Sachen, die kennt ihr mit Sicherheit. Papaya haben wir ja zu Hause auch. Also hier ist sie natürlich jetzt frisch und super reif. Und total lecker. Und Nashi-Birnen kennt ihr auch. Aber ich dachte, was ihr vielleicht nicht so unbedingt kennt, sind Longan, Drachenfrucht und Schlangenfrucht. Deshalb würde ich euch die jetzt einmal zeigen. Also Longan gibt es hier wirklich überall. Die sehen so aus. Und die erinnern am ehesten
an Litschis. Und was man macht, ist, man muss einmal diese Schale hier natürlich aufmachen und dann kann man die essen. Und das geht ganz gut, wenn man die einfach so einmal knackt. Ja. Und dann, guck mal, sieht das so aus. Dann kann man die hier so rausholen und dann ist das wirklich wie eine Litschi. Schmeckt auch ganz ähnlich, ganz süß. Super lecker. Also Longhans. Dann, das kennt ihr jetzt wahrscheinlich am wenigsten, das kannten wir auch überhaupt gar nicht, sind diese krassen Dinger hier. Ich zeige euch die mal. Also, die thailändische Verpackung sieht so aus. So ist der Name davon. Auf Deutsch einfach Schlangenfrucht. Und die isst man so, dass man die, unten geht es am besten, hier so einmal auch öffnet. Dann seht ihr hier, so sieht die Frucht innen drin aus. Und die Schale sieht wirklich aus wie die Schuppen von einer Schlange. Und dann pult man die hier so ab. Die hat auch einen relativ großen Kern. Das Fruchtfleisch ist so ganz fest. Guck mal, so sieht jetzt hier die Frucht aus. Das Fruchtfleisch ist so ganz fest und es schmeckt unheimlich gut. Also es erinnert am ehesten an Erdbeeren, finde ich. Ich demonstriere das mal. Also da kommt dann schon auch so der Kern. Am ehesten so wie Erdbeeren, so ein bisschen süß-säuerlich. Und wirklich so lecker. Also wenn ihr mal irgendwo Schlangenfrüchte kaufen könnt, unbedingt machen. Okay, und das letzte. Ich finde, die sehen einfach immer so mega aus. Eine Drachenfrucht. Ich weiß nicht, ob ihr euch die irgendwie schon mal geholt habt im Supermarkt. Hier gibt es sie natürlich echt überall. Und die schneidet man einfach so einmal durch. Dann sieht die so aus. Dann kann man die ganz gut so einschneiden und so würfeln. Ja. Und dann da so rauslöffeln. Die schmeckt nicht super intensiv nach irgendwas, aber ja, so leicht süßlich, hat ganz viel Flüssigkeit, also schön erfrischend. Und das alles essen wir jetzt gleich mal. Die Tage oben auf dem Berg haben wir damit verbracht, Yoga zu machen, wandern und spazieren zu gehen und natürlich lecker zu essen. Dazu muss man vielleicht sagen, es gibt ein Restaurant vor Ort. Darauf ist man tatsächlich aber auch ein bisschen angewiesen, weil man nicht ganz so leicht von dort wieder zurück zu einem Supermarkt kommt. Es könnte also durchaus Sinn machen, dass ihr euch vielleicht so ein paar Vorräte einfach mitbringt. Ich glaube, das Eindrücklichste für uns waren die Regenschauer, die wir da oben im Dschungel, in den Bergen erlebt haben. Das war unglaublich, diese Kraft dieser Wassermassen mitzuerleben und da so mittendrin zu sein, ja wirklich, nur von so einem kleinen Blechdach geschützt. Und es war überhaupt gar nicht schlimm für uns, dass es so viel geregnet hat, weil das einfach irgendwie ganz besonders war. Am Ende hat es fast die ganze Zeit geregnet, die wir auf Koh Samui waren, auch wenn noch lange nicht die Jahreszeit dafür ist. Und trotzdem würden wir jederzeit wieder auf die Insel kommen. Koh Samui ist wirklich traumhaft schön. Und egal, ob man jetzt die großen Ferienanlagen mag mit der dazugehörigen Infrastruktur oder lieber etwas einsamer und günstiger Urlaub macht, beides geht, man muss vielleicht nur ein bisschen mehr Recherche investieren.
Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert unseren Kanal, wenn ihr auch unsere weitere Reise durch Südostasien verfolgen wollt. Wir sind jetzt inzwischen hier auf Koh Lanta angekommen und ich freue mich sehr, euch im nächsten Video auch diese Insel zu zeigen. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Thank you.